Antje fährt demnächst im Urlaub und möchte verständlicherweise ihren Laptop nicht immer dabei haben. Und so hat sie mich gefragt, ob es möglich wäre, ein Video anzufertigen bezüglich der App. Sie würde gerne auf den DAX einen Bull-Put-Spread handeln mit einem angehängten Take-Profit. Wie ihr das richtig macht, darum soll es in diesem Video gehen. Hallo, mein Name ist Nicola von Börse und Co. einfach erklärt, heute mit einem herzlichen Gruß aus der Hamburger City. Bevor wir loslegen, möchte ich euch eindringlich bitten, beschäftigt euch mit der App. Das geht auch, wie ihr hier seht, im Paper Trading. Das ist überhaupt kein Problem. Die App ist nicht für jeden etwas, sage ich mal. Die einen lieben sie, die anderen hassen sie, weil es doch recht klein und durchaus unübersichtlich werden kann. Also bitte, bitte beschäftigt euch damit. Und schaut auch auf die Einstellungen, ich sag mal im Hintergrund, dass da alles richtig passt, bevor ihr dann tatsächlich ins Echtgeld wechselt. Falls ihr eine andere Ansicht haben solltet als ich, also zum Beispiel hier unten anstatt Märkte mehr habt, dazu sage ich nochmal am Ende des Videos etwas, wie ihr das einstellen könnt. Es geht hier tatsächlich nicht um die neueste oder aktuellste Version, da gibt es einen kleinen Trick. So, es soll jetzt für Antje um den Bull-Put-Spread auf den DAX gehen. Ich habe hier schon mal zwei gemacht. So sieht das dann nachher aus, wenn alles richtig ist. Und wir starten jetzt, dass wir da einmal komplett gemeinsam durchgehen. Ach ja, bevor ich es vergesse, dieses Video wird von links präsentiert und wir sehen uns gleich wieder. So, jetzt aber los. Hier unten als erstes auf die beiden Pfeile. Dann als nächstes auf Optionskette. Als nächstes gebt ihr hier oben ein das Underlying, in diesem Fall der DAX für die Antje, und dann hier unten auf das Wort Suchen klicken. Antje möchte an der Eurex handeln, also nutze ich dann hier das Wort Optionen. Dann machen die sich die sogenannten Optionsketten auf. Als nächstes wählt ihr die Laufzeit aus. Ach, fast vergessen. Hier oben findet ihr noch den aktuellen Kurs. Auch nochmal eine ganz gute Hilfestellung. Die Laufzeit wählt ihr aus, indem ihr diese Zeile mit eurem Finger nach rechts und links verschiebt und dann das auswählt, was ihr gerne wollt. Ich nehme jetzt tatsächlich mal den 15. August. Das, was hellblau hinterlegt ist, das ist ausgewählt. Antje möchte einen Bull-Put-Spread handeln, deswegen gehen wir hier auf die rechte Seite zu den Puts. Und wir nehmen in diesem Fall mal die 23.400. Ihr klickt rauf auf den verkauften Put. Verkauft ist immer in der Geldkursspalte. Falls ihr euch mal vertippt haben solltet, einfach noch einmal draufklicken und dann verschwindet das wieder. Wir wollen 23.400 und dann als nächstes nehmen wir in der Briefkursspalte den gekauften Put. Den machen wir jetzt bei 23.100. Und dann seht ihr hier unten, dass ihr zwei Komponenten ausgewählt habt und hier auch schon die Prämie. Dann als nächstes klickt ihr auf das blaue Feld mit Order. Dann habt ihr hier oben nochmal das komplette Finanzinstrument, also DAX 23.400 zu 23.100 und Bull Put nochmal, nur als kleine Sicherheit, dass ihr das richtig ausgewählt habt. Dann schiebt ihr mit eurem Finger das Ganze nach oben, bis ihr diese Ansicht hier seht. Hier könnt ihr jetzt auswählen die Menge, also entweder über Plus und Minus, also in dem Fall natürlich nur Plus,
Oder ihr nehmt dieses kleine Pfeilchen, dann macht sich das folgende auf und dann könnt ihr hier auswählen, wie viele Kontrakte ihr auswählen wollt. Wir bleiben jetzt in diesem Fall bei 1. Als nächstes haben wir den Order-Typen. Hier könnt ihr ebenfalls über das kleine Pfeilchen auswählen, was ihr machen möchtet. Wir wollen aber in dem Fall bei Limit bleiben, weil wir hier ja die Prämie bestimmen wollen, die wir bekommen möchten. Denkt dran, wir können nur wachsen, wenn ihr uns unterstützt. Wir freuen uns über Daumen hoch, Kanal abonnieren, tolle Kommentare und Ausprobieren des Thanks-Buttons. Vielen Dank euch! Dann als nächstes auf das Pfeilchen bei Limit Kurs, um die Prämie einzugeben. Ich nehme jetzt mal den Mitkurs, um eine möglichst schnelle Ausführung zu bekommen. Dann als nächstes möchte Antje, dass ich eine Order anhänge. Und das mache ich hier, indem ich auf das Pfeilchen klicke. Und sie würde gerne ein Take Profit, das ist dann in diesem Fall die Gewinnmitnahme. Einmal das Wort anklicken. Und als nächstes dann hier Gewinnmitnahme Limitkurs auf das Pfeilchen. Und sie sagte mir, dass sie gerne bei 0,20 den Limitkurs setzen möchte. Hier ist jetzt wichtig darauf zu achten, dass ihr von Tag auf, wieder das Pfeilchen anklicken, auf Good Till Cancelled wechselt. Und damit diese Limit Order nicht nur heute am Markt ist, sondern ja, die nächste Zeit. Dann als nächstes geht ihr hier unten auf zum Kauf wischen. Jetzt kommen ein paar ja, Infofenster, zum Beispiel, dass ich keine Marktdaten habe. Das ignorieren wir jetzt alles mal und sagen einfach nur überall Ja. Das ist ja jetzt nur zum Zeigen, dass ihr den Weg kennt. Ja, immer noch. So. Und dann bekommt ihr dieses Fenster, dass die Order übermittelt wurde. Sie ist jetzt noch nicht ausgeführt, sondern tatsächlich nur übermittelt. Wir gehen hier unten auf Fertig. Und zurück geht ihr, indem ihr hier oben auf das Pfeilchen klickt und nochmal auf das Pfeilchen und dann hier unten auf Portfolio gehen. So, solange eure Order nicht ausgeführt ist, ihr seht, wir haben hier nur die beiden drin, die wir vorhin schon gesehen haben. Solange sie noch nicht ausgeführt ist, seht ihr das hier bei Orders. Da geht ihr einmal rein. Und da haben wir jetzt den 23.400 zu 23.100. Solange die Order hier noch ist, könnt ihr jederzeit etwas anpassen. Das machen wir jetzt auch einmal, indem wir auf die Order rauf tippen. Dann seht ihr, dass ihr die Möglichkeiten habt, hier entweder die Order zu löschen oder die Order zu ändern. Wir gehen jetzt auf Order ändern. Und jetzt wechseln wir in diesem Fall mal, damit es zur Ausführung kommt, auf Market. Das macht ihr bitte nicht. Das ist jetzt nur, um euch einmal zu zeigen, wie es denn dann aussieht, wenn die Order ausgeführt wurde. Wir gehen auf Market. Hier müsst ihr dann, wenn ihr was ändert, immer darauf achten, dass die Limit Order rausgeschmissen wird. Die müsst ihr dann hier auch wieder noch einmal auswählen. Derselbe Weg wie vorhin. Antje wollte 0,2 und dann noch einmal zum Kauf wischen. Und im Normalfall, hier wieder Ja, das hatten wir schon, das Spielchen. So. Und jetzt seht ihr, dass die Order tatsächlich ausgeführt wurde. Ihr geht wieder auf Fertig und wieder auf hier oben das Pfeilchen. Und jetzt wechselt ihr von aktuell Orders in euer Portfolio, indem ihr hier das ein bisschen zur Seite wischt.
so dass ihr das Wort Positionen findet. Darauf klickt ihr rauf. Und jetzt seht ihr, dass wir die 3 haben. Die beiden, die vorher schon da waren. Und dann hier unten der aktuelle 23.400 zu 23.100. Das ist der ganze Weg. So, falls eure Ansicht tatsächlich anders sein sollte, bitte einmal die App komplett von eurem Telefon runternehmen, runterschmeißen und neu installieren. Das war bei mir tatsächlich so, dass man trotz Updates nicht die gleiche Ansicht hatte und das anders aussah. Das hilft auf jeden Fall. Ich wünsche euch viel Erfolg. Wie gesagt, bitte, bitte, bitte erstmal ordentlich Paper Trading, bevor es dann ins Echtgeld geht. Ich wünsche euch einen tollen Tag. Passt auf euch und eure Trades auf und bis ganz bald. Ciao.